Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten, willkommen. Seit rund einem Jahr habe ich auf diesem Kanal die wichtigsten Longevity-Supplements anhand verlässlicher Humanforschung auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Doch damit ist fürs Erste Schluss. Denn ab heute wende ich mich auf unbestimmte Zeit einem wesentlich größeren Thema zu: langlebigkeitsfördernder Ernährung. Dabei wird es um komplette Ernährungsweisen, einzelne Lebensmittelgruppen und bestimmte Lebensmittel gehen, immer mit direktem Bezug zu biologischer Verjüngung, gesundem Alter und Langlebigkeit. Den Anfang macht heute die sogenannte Planetary Health Diet, die ich im Videoverlauf mit PHD abkürze. Sie ist ein überwiegend pflanzliches Referenzmodell der internationalen Eat Lancet Expertengruppe für gesunde und nachhaltige Ernährung und soll eine gesunde Ernährung mit wesentlich geringerer Umweltbelastung verbinden. Für mich ist allerdings eine ganz bestimmte Frage besonders interessant. Was konnte man in der aktuellen Humanforschung zu biologischer Alterung und Sterblichkeit herausfinden, wenn man sich gemäß der PHD ernährt? Los geht's! Beginnen wir mit der biologischen Alterung. Der Mediziner Li und sein chinesisches Forschungsteam veröffentlichten hierzu 2025 eine große Beobachtungsstudie und werteten dafür Gesundheitsdaten von 87.282 Erwachsenen aus Großbritannien aus. Untersucht wurde, wie stark die PHD mit dem biologischen Alter zusammenhing. Dafür nutzten die Forscher etablierte Altersmodelle wie PhenoAge. Das Ergebnis: beim Viertel mit der höchsten gegenüber der niedrigsten PHD-Einhaltung lag die biologische Altersbeschleunigung je nach Verfahren um 1,22 bzw. 1,05 Jahre niedriger. Dabei handelt es sich um einen Unterschied zwischen den Gruppen und nicht um eine gemessene Verjüngung im Zeitverlauf. Bei einer Teilgruppe mit erneuten Messungen nach gut 4 Jahren offenbarte sich auch im zeitlichen Verlauf eine langsamere biologische Alterung bei höherer PHD-Einhaltung. Die biologische Uhr läuft also schon mal etwas langsamer. Jetzt schauen wir, ob sich auch das Sterberisiko von unserer Planetendiät beeindrucken lässt. Das vietnamesische Forschungsteam um die Ärztin Kutsch veröffentlichte in diesem Jahr eine Meta-Analyse von 23 langfristigen Beobachtungsstudien. Für die Gesamtsterblichkeit wurden 11 Studien mit insgesamt 959.664 Erwachsenen zusammengefasst. Das Resultat: bei der höchsten gegenüber der niedrigsten PHD-Einhaltung lag die Gesamtsterblichkeit ungefähr 17% niedriger. Die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen war rund 16% geringer, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen insgesamt ungefähr 18%. Die Dosis-Wirkungsauswertung ergab außerdem: ein niedrigeres Sterberisiko ergab sich bereits bei mittlerer PHD-Einhaltung. Unsere Planetendiät sammelt damit gleich 2 Longevity-Pluspunkte: langsamere biologische Alterung und eine niedrigere Sterblichkeit. Diese Befunde sind zwar bei weitem nicht so atemberaubend wie ein Millionen-Lottogewinn, aber dennoch allemal spannender als Raufasertapete. Spaß beiseite, für Beobachtungsdaten aus der Ernährungsforschung sind Unterschiede in dieser Größenordnung als beachtlich anzusehen. Aber was soll denn eigentlich gemäß dieser Diät täglich alles auf dem Teller liegen? Für unser Porträt orientieren wir uns an der aktuellen PHD-Fassung von 2025. Den Anfang macht Gemüse, eine der größten Lebensmittelgruppen dieser Diät. Brokkoli, Blumenkohl, Paprika, Tomaten, Möhren, Gurke, Pilze, Kohl, Zucchini oder Auberginen punkten vor allem mit Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Auch beim Obst ist Abwechslung erwünscht. Äpfel, Beeren, Zitrusfrüchte, Trauben, Kiwi, Birnen, Bananen, Mango oder Ananas,
liefern ebenfalls unter anderem Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Eine weitere Hauptgruppe bildet Vollkorngetreide. Zu diesen wichtigen Energielieferanten zählen beispielsweise Vollkornbrot und Nudeln, Haferflocken, Naturreis, Gerste oder Bulgur. Leckere Pasta darf es also gerne auch sein. Quinoa wird ähnlich eingesetzt, zählt botanisch allerdings zu den Pseudogetreiden. Hülsenfrüchte gehören zu den wichtigsten pflanzlichen Proteinquellen. Darum darf jedes gegessene Böhnchen ruhig auch mal ein quietschendes Tönchen von sich geben. Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Erbsen und Sojabohnen sind die typischsten Vertreter. Gleichzeitig liefern sie reichlich Ballaststoffe und verschiedene Mineralstoffe. Nüsse und Samen ergänzen die pflanzliche Protein- und Fettversorgung. Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse und Pistazien passen ebenso ins Konzept wie Lein, Chia, Kürbis oder Sonnenblumenkerne. Der später genannte offizielle Referenzwert von 50 Gramm bezieht sich auf Nüsse und Erdnüsse. Auch bei den Fetten stehen ungesättigte pflanzliche Quellen im Vordergrund. Oliven, Raps und Leinöl sind uns allen geläufig. Walnuss- oder Avocadoöl können die Auswahl ergänzen. Nun betreten wir deutsches Hoheitsgebiet, denn es geht um das Lieblingsgemüse der Nation in allen Varianten. Kartoffeln, aber natürlich auch um andere stärkereiche Knollen und Wurzeln. Beispielsweise orange und violette Süßkartoffeln oder Maniok aus den tropischen Regionen. Im Vergleich zu Vollkorngetreide fällt ihr Anteil in der PHD allerdings wesentlich kleiner aus. Milchprodukte nehmen bei dieser Kostform einen untergeordneten Platz ein. Milch, Naturjoghurt, Quark, Hüttenkäse oder kleinere Käsemengen steuern in erster Linie Protein und Calcium bei. Darf es denn auch klitschig und zappelig sein? Selbstverständlich. Fisch und Meeresfrüchte erweitern die Auswahl an tierischen Proteinquellen. Lachs, Kabeljau, Hering, Garnelen oder Muscheln sind hierzulande begehrt. Gerade fettreiche Fischarten wie Lachs und Hering bringen zusätzlich größere Mengen Omega-3-Fettsäuren mit. Bei Fleisch und Eiern tritt die PHD deutlich aufs Bremspedal. Geflügel erhält noch etwas mehr Spielraum. Eier und rotes Fleisch bleiben mengenmäßig kleine Ergänzungen. Stark verarbeitetes Fleisch wie Wurst soll möglichst selten auf dem Teller landen. Also meine Lieben, gönnt euch Döner oder Big Mac aus meiner Sicht ruhig einmal pro Woche. Wenn der Verstand bei einer Heißhungerattacke mal wieder kurz aussetzt. Ein tägliches Schnitzel-Abo sieht unsere Planetendiät definitiv nicht vor. Bei den Getränken bleibt es angenehm einfach. Wasser bildet die Basis, ungesüßter Tee und Kaffee sorgen für Abwechslung. Wasserhasser können es sich zumindest mit Platz 1 schönreden. Auch ein kleines Glas 100%iger Obst- und Gemüsesaft kann den Getränkeplan erweitern. Einen eigentlichen täglichen Referenzwert gibt die PHD dafür allerdings nicht vor. Süßigkeiten, Chips, stark verarbeitete Backwaren, Wurstwaren und zuckerhaltige Softdrinks sollten auf Minimengen begrenzt bleiben. Als praktische Orientierung gefällt mir hier die frühere 85:15-Regel der amerikanischen Ernährungsleitlinien. Ungefähr 85% der täglichen Kalorien für nährstoffreiche Lebensmittel und 15% Spielraum für kleine Sünden. Beim Zucker wird die PHD konkreter. Freier bzw. zugesetzter Zucker soll auf höchstens ungefähr 30 Gramm täglich begrenzt werden. Auch gesättigte Fette und Salz werden deutlich eingeschränkt. Und jetzt lege ich alle empfohlenen Lebensmittelgruppen noch einmal gemeinsam auf den Tisch. Die aktuelle PHD-Referenz orientiert sich an einer durchschnittlichen Energiezufuhr für Erwachsene von ungefähr 2400 Kilokalorien täglich. Welche Grammmengen davon auf die einzelnen Lebensmittelgruppen entfallen, illustriert das folgende Gesamtbild auf einen Blick.
Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte und Nüsse bilden die große pflanzliche Basis. Tierische Lebensmittel ergänzen sie in wesentlich kleineren Mengen. Über eine Woche verteilt entsprechen die kleinen Tagesmengen ungefähr 2 Eiern, 2 Portionen Fisch, 2 Portionen Geflügel und einer kleinen Portion rotem Fleisch. Wer bei der PAD automatisch an die frische, vitalisierende und aromatische Mittelmeerdiät denkt, liegt übrigens ziemlich richtig. Die Mittelmeerdiät entstand ja aus traditionellen Ernährungsgewohnheiten des Mittelmeerraums und setzt besonders stark auf Olivenöl. Die PAD ist dagegen ein globales Referenzmodell mit konkreten Mengenbereichen und zusätzlichem Fokus auf eine umweltverträgliche Ernährung. Anderer Stammbaum, ziemlich große Familienähnlichkeit sozusagen. Bevor mir jemand anfängt zu gehen, kommen wir zum Fazit des Videos. Haben wir damit die Ernährungsweise 100-Jähriger entschlüsselt? Nicht ganz. Die PAD gibt es in dieser Form erst seit 2019 und aus der bisherigen Forschung wissen wir nicht, ob heutige 100-Jährige tatsächlich genauso gegessen haben. Spannend ist aber, eine hohe PAD-Einhaltung war in der Untersuchung um Lee mit einer ungefähr 1 Jahr niedrigeren biologischen Altersbeschleunigung verbunden. Die Meta-Analyse um Kutsch fand gleichzeitig eine rund 17% niedrigere Gesamtsterblichkeit. Beide Befunde liefern damit starke Hinweise auf gesundes Altern und Langlebigkeit. Starke Hinweise sind, so ehrlich muss man sein, noch keine gesicherten Beweise. Beobachtungsstudien erfassen Zusammenhänge, können aber nicht sicher ausschließen, dass andere Unterschiede im Lebensstil einen Teil der Ergebnisse erklären. Für einen gesicherten Ursache-Wirkungsbeweis bräuchte es langfristige, randomisierte, kontrollierte Studien, in denen Menschen zufällig der PAD oder einer Vergleichsernährung zugeteilt werden. Solche Studien fehlen bislang. Für Longevity-Interessierte gehört sie für mich trotzdem zu den spannendsten derzeit untersuchten Ernährungsmodellen. Es liegt im Grunde auf der Hand, dass eine Ernährungsweise wie diese für wahren Reichtum federführend verantwortlich ist. Ein herzliches Dankeschön an den spanischen Komponisten Marc Corominas für dieses eingängige und emotionale Klavierstück. Den Titel habe ich euch übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, welche Gedanken kamen dir denn eigentlich beim Zuschauen in den Sinn? Schreib es mir doch gerne unter das Video. Falls du neu auf meinem Kanal bist, freue ich mich natürlich ebenfalls, dich schon heute als neuen Abonnenten begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank fürs entgegengebrachte Vertrauen und Interesse. In diesem Sinne, let's get younger, not older, and have a nice day.